Caravan-Salon Düsseldorf 2023. Wir sind hier in Halle 11. Neben mir steht der Janosch. Hallo Janosch. Hi. Stell dich mal kurz vor, was genau machst du bei Solifer? Da sind wir jetzt gerade. Ja, wir sind Solifair-Händler. Wir sitzen in Königswinter und ich wollte hier heute mal den Solifair vorstellen. Ja, hier haben wir das Modell Finlandia. Erklär mal, was macht das so besonders oder was macht's aus? Es macht halt auch so ein bisschen so den schwedischen, skandinavischen Flair aus. Wir haben hier skandinavische Reisemobile, beziehungsweise zu Polar gehört ja auch traditionell auch die Wohnwagen. Und hier macht es halt was aus, dass man halt eigentlich schon die größtmögliche Heizung drin hat, also eine alte Heizung. Wir haben hier serienmäßig dabei immer Markise und Solar und alles mögliche. Und eigentlich im Prinzip alles, aber wenn du so lieb bist und mal hier gerade filmst, dann kann man sich das mich schön ablesen, weil ich habe die Hälfte nämlich vergessen. Also wir haben auch Fernseher drin, wir haben schon das Maxi-Chassis drin, wir haben schon die 180 PS, weil wir unterstellen ganz einfach, ein 4,4 Tonner fährt keiner mit 100 PS. Also es gibt natürlich Preise, da steht da, was weiß ich, 98.990 und dann sagt man, ja, du brauchst aber noch Winterabdeckung für den Kühlschrank, weil wenn du in den Winterurlaub fährst, dann kühlt der innen stark ab. Dann brauchst du dazu noch eine größere Heizung, einen Fernseher, eine Satellitenanlage, ein Automatikgetriebe, das Maxi-Chassis, die Felgen dazu, Allwetterreifen und sogar nicht zu vergessen, die meisten über 100.000 haben noch nicht mal Nebelscheinwerfer. Jetzt sagt man natürlich, ich brauche auch keine Nebelscheinwerfer, aber wenn man mal in den Nebel kommt, dann stellt sich schnell die Frage, warum habe ich denn eigentlich keine bei dem Preis, den ich da bezahlt habe? Ja, und wie du schon gesagt hast, das ist ein Fahrzeug, mit dem kann man auch in kalte Regionen fahren. Und da kann es dann natürlich schon mal vorkommen, wenn man morgens oder abends unterwegs ist, dass es dann doch mal neblig wird, ne? Ja, und wenn es mal glitschig wird, Allwetterreifen sind inklusive. Man hat eine Eingangstür an der Seite. Ja, wir gehen einmal drum rum. Was für ein Chassis haben wir hier? Fiat, ne? Fiat, das Maxi-Chassis. Das Maxi-Chassis. Wie man sieht, fehlt hier die Handbremse serienmäßig, weil wir haben die elektronische Parkbremse, weil die könnte ein bisschen stören beim Ein- und Aussteigen. Wir haben natürlich auch das Automatikgetriebe drin. Ja. Und für alles, was so ein bisschen feucht auf meiner Skandinavien-Tour war, habe ich auch noch eine kleine Box. Hier kann ich dann Kabel und so Gedöns, alles Mögliche ablegen. Ja, sehr praktisch. Kann auch hier abtropfen, das heißt, es fließt einmal ab. Haben wir hier überall noch Stauklappen? Die Heckgarage gesehen wir von der anderen Seite. Genau, die sehen wir gleich von der anderen Seite, weil von hier wird es ein bisschen problematisch. Das ist ja auch ein cooles System. Genau, wir haben bei Polar kennengelernt, dass es auch so eine ganz große Schublade gibt, wo man zum Beispiel die Skier einpacken kann. Ja, genau, Polar hat sowas. Solifair gehört Polar. Das ist eine alte finnische Traditionsmarke. Die sind, glaube ich, seit Mitte der 50er Jahre auf dem Markt gewesen. Dann hat sie irgendwann mal Polar in Schweden aufgekauft. Wir bleiben mal an der Klappe hier stehen. Das ist die Klappe hier für die Batterie. Wie man sieht, die Batterie ist zwar serienmäßig, aber die ist natürlich noch ausbaufähig. Ja. Je nachdem, wie viel autark ich stehen möchte. Auch die Solaranlage ist eine Basis, aber auch ausbaufähig. Und hier geht noch das Kabel schön hoch, damit das auch nicht außen reingesteckt wird, sondern bei dem innen. Ja, also volle Ausstattung haben wir hier für einen Preis, so wie er hier steht, rund 131.000. Und ja, wie du sagst, das ist natürlich ein stolzer Preis, aber es gibt andere Fahrzeuge zu dem Preis, in denen nicht so viel drin steckt, ne? Komm noch mal rüber, falls wir es hinbekommen. Muss ich jetzt da reinklettern? Platz genug wäre ja. Also Ja. zumindest, wie man hier sieht, ist auch hier der Heizungsstrang läuft auch von der alten Heizung. Also die läuft ja auch, das Bett ist unterheizt. Das ist ein Heizkörper, wie wir sie zu Hause kennen. Die alte Heizung wärmt die Wände auf und macht nicht in der Mitte ein Feuer. Das heißt, ich habe auch keine Kälte von den Wänden, wenn ich hier drin schlafe. Hier ist eine Box, da fragt sich jeder jetzt, was haben die da drin? Das ist ein Fahrradträger, der ist auch serienmäßig. Bloß den haben wir natürlich nicht montiert, sonst müssten wir natürlich ein deutlich größeres Gelände hier anbieten. Und für die meisten von uns die Steckdose, damit ich meine E-Bikes laden kann.
Ja, das sind so Details, die einem dann irgendwann mal fehlen. Ne? Und wenn man sie hat, dann will man sie auch nicht missen. Außendusche. Außendusche, natürlich. auch ganz wichtig. Ich habe einen Hund und den Hund muss ich hin und wieder mal waschen. Aber auch wenn man kleine Kinder hat, die kommen auch mal mit Sand oder sowas. Bevor die einsteigen, muss man die auch mal waschen. Ja, schön finde ich auch hier so Ablagen, dass man da auch schnell was mal ablegen kann, ohne dass es irgendwie verloren geht, sondern ich weiß ganz genau, wo was abgelegt wird. Ja, und andererseits so ein riesen Kofferraum wird ja auch über die Jahre hinweg vom Eigentümer dann auch meistens individualisiert. Wenn man einen Hund hat, tut man hier so ein bisschen einen Handtuchhalter hin oder sowas, damit man das nasse Handtuch hier auch direkt an den Heizkörpern dann trocknen kann. Dann machen sich andere Stauboxen. Also Reisen ist ja sehr was Individuelles. Ja, und man merkt erst mit einigen Reisen, was vielleicht noch besser gemacht werden kann. Ne? Und jetzt würde ich sagen, gehen wir ins Innere. Markise haben wir dabei. Oder? Ja, du möchtest noch was zeigen? Bevor wir ins Innere gehen, möchte ich dann noch mal darauf hinweisen, wir haben uns überlegt, was braucht der Camper noch alles? Was braucht der Camper? Gute Frage. Was ist das Allerwichtigste für den Camper? Ein Stellplatz. Ja, Und wir natürlich. geben die Stellplätze auch kostenlos ein Jahr lang gratis dazu. Wow. Zu einem, also man kriegt ein Abo, ähnlich wie Spotify. Man braucht für die Musik nichts mehr zu zahlen. Also hier muss ich dann auch nicht mehr für den Stellplatz bezahlen. Ich buche, das heißt, ich gucke nicht so wie eine normale 0815-App. Hier ist ein kostenloser Stellplatz, ich fahre dahin und alles ist voll. Sondern ich buche mir einen Platz, der auch Geld kostet, logischerweise, aber nicht für den Abonnenten. Und ich bin drauf, ich kann ein Jahr lang kostenlos reisen. Was braucht man noch als Camper? Was ganz Wichtiges. Einen Grill. Nein, den Grill, den nehme ich ja mit von zu Hause. Nee, die Versicherung und Vollkasko ist auch alles inklusive. Also auch ein Jahr eine Premiumversicherung mit Vollkasko, Teilkasko und sowie Haftpflicht. Also hier brauchst du wirklich keine Gedanken zu machen. Du steigst ein und du fährst. Ja, das Rundum-Sorglos-Paket haben wir hier bei Solifer. Also Wahnsinn. Ja. Erzähl das nochmal. Also ich habe einmal das Fahrzeug, das kaufe ich natürlich. Dann habe ich einen Stellplatz und die Versicherung für ein Jahr komplett all-inclusive. Fürs ganze Jahr. Und da man im ganzen Jahr ja verreist, haben wir ja natürlich auch noch die Allwetterreifen dazu. Damit ich ja diesen Stellplatz auch im ganzen Jahr nutzen kann. Wow. Weil wenn ich Sommerreifen habe, ja, dann nützen mir ein halbes Jahr lang die Stellplätze nichts. Das ist ja der Hammer. Ja, soll ich vorgehen? Und jetzt dürfen wir rein. Noch eine kurze Frage zu den Stellplätzen. 3000 insgesamt, wo sind die denn überall? In ganz Europa. In ganz Europa. Aber also auch also Skandinavien ist wahrscheinlich auch dabei, ne? Ja, genau. Also ich rede ja hier von Vansize. Die sind 5 Jahre auf dem Markt und das ist ein junges Start-up-Unternehmen. Das hat sich gedacht, wie kann ich jetzt eigentlich, wie heißt mal unsere so Stellplätze, wie kann man hier Stellplätze überhaupt finden? Dann sind die hingegangen und fahren sie selber ab, machen Drohnenaufnahmen. Also ich kann auf dem Handy schauen, wie es dort auf dem Platz aussieht. Komme ich da überhaupt dran? Weil es gibt auch noch sehr starke abgelegene Abenteuerplätze an einem See. Da weiß ich nicht, ob ich mit dem Solifair hinkomme. Je nach Wetterlage natürlich schon. Aber das ist alles Privatgrundstücke und die werden angemietet. Oder ein Winzer mit Weinprobe oder zum Quadfahren oder sonst irgendwas. Also man kann sehr viel Freizeit machen und natürlich dann auch nicht, es gibt auch Sortierung, das heißt Hunde, kinderfreundlich oder Strom, Wasser, Abwasser, weil alle paar Tage muss ich ja irgendwie Ver- und Entsorgung machen im Fahrzeug. Ja, und hier zum Design, wir sehen schon so... Skandinavisch. Ja, schön minimalistisch, Ich mach dir mal ein bisschen Platz. Aber trotzdem viel Liebe zum Detail. Zum Beispiel hier die Nähte, das sieht ja auch richtig schick aus. Schön hell, richtig schönes Wohngefühl. Und ein Hubbett ist auch noch mit dabei. Ne? Ja, ein Hubbett. Jetzt sagt jeder, ja, was soll ich mit dem Hubbett? Wir fahren nur zu zweit. Wenn man den nachher verkauft, ist es schon ganz vorteilhaft, wenn man ein Hubbett hat, weil die Gebrauchten werden meistens mit Familien und Kindern gekauft. Ja, was mache ich dann bis dahin mit dem Hubbett? Einfach hochgeklappt lassen. Nee, ach was. Du hast doch sicherlich eine Schublade zu Hause. Ja. Eine Kommode. Was hast du da? Kleider. Naja, Schublade, Kleider. Man zieht die Schublade raus, da hat man so Fächer hier für die Ohrringe, da für den Schmuck, da für die Ohrringe. So, jetzt zeige ich dir das mal. Ich würde
als alter Camper. Matratze rausschmeißen, Lattenrost rausschmeißen und dann einfach so Fächer reinmachen. Ah, natürlich. Und dann hat man Weil- da noch zusätzlichen Stauraum. Ne? Ja, so ein Vorratsraum. Aber als Beispiel, wenn wir hier in so kleine Wohnwagen reinkommen oder Wohnmobile uns hier bewegen, dann, ja, dann sind sie alle leer. Das heißt, wir müssen uns auch vorstellen, was brauchst du alles? Jetzt mache ich mal 2 Beispiele. Der Regenschirm. Der ist so groß, weil das ist ein großer Regenschirm. Wo tue ich den hin? Dann mache ich mir ein Fach rein, Regenschirm rein, fertig. Meine Frau, die kriecht nicht gerne auf dem Boden mit dem kleinen Handstaubsauger, sondern sie hat ihren Dyson dabei, Ja. mit einem langen Rohr. Und normalerweise sagt man, okay, tust du in die Garage, aber jetzt regnet es, jetzt muss ich da rausgehen, die Garage reinholen und hier klappt sie runter, Dyson raus, komplett fertig und sie kann lossaugen. Coole Idee, das habe ich jetzt auch noch nicht gehört. Ich persönlich bin noch nicht Camp erfahren, aber es ist schön, noch mal alles von wirklich einem Camper-Fan so erzählt zu bekommen. Vielleicht hast du ja noch weitere Tipps. Ja, ich sammle immer Tipps, auch hier auf der Messe, klar. Ich wohne ja auf P1, also ich bin die ganzen 10 Tage hart am Campen. Also die meisten von meinen Kollegen, die wohnen alle im Hotel und sagen, warum gehst du nicht ins Hotel? Ich sage, ich mag keine Hotels. Außerdem ist man der Sache ja viel näher dran. Also wohne ich jetzt 10 Tage in einem Camper. Es ist schon der 7. Tag, aber ich bin mal froh, im eigenen Bett aufzuwachen. Ja, das ist auf jeden Fall eine coole Sache. Hier vorne Navigation, natürlich serienmäßig. Natürlich Automatik serienmäßig. Die Rückfahrkamera ist auch serienmäßig, die findet man da drüber. Eins, was er jetzt nicht hat, was auch serienmäßig ist, ist das digitale Tacho. Das ist gut für den Kontrast. Und ob man es haben möchte oder nicht, man muss auch den Backofen nehmen. Ja. Zum Beispiel. Aber auch praktisch, ne? Gute Überleitung. Wir gucken uns mal die Küche an. Genau, wir gehen so. Und auch hier, das Design finde ich ja wirklich Hammer. Richtig schick. Helle Fronten kombiniert mit hellem Holz und schöner dunkler Arbeitsfläche. Welches Material haben wir hier? Jetzt hast du mich erwischt. Da will ich jetzt nichts Falsches sagen. Aber es ist ein gutes Material. Die Haptik ist gut, es rutscht Ja. auch nichts weg. Wir haben auch so ein bisschen Struktur, also das ist nicht komplett glatt. Jetzt kommt natürlich die Philosophiefrage von unseren Zuschauern. Ich brauche 3, ich brauche 4, ich brauche 2. 2 reichen mir. Also das ist über den Punkt, wie viele Herdplatten du brauchst, wird immer gestritten. Also, okay. also auch hier, ich sag, wenn du hier 3 hast, hast du so kleine Kochtöpfe oder ich weiß es auch Ja, nicht. eben. Aber, Ich mein- außerdem, eigentlich gehe ich gerne essen. Ja, Wenn es dann mal sein muss mit dem Kochen, dann am liebsten natürlich draußen. ja, natürlich. Aber es gibt natürlich auch schlecht Wetter, der hat ja auch Winterreifen drauf. Also quasi, wenn es draußen zieht, dann kann ich ja nicht draußen kochen, dann muss ich ja drin kochen, aber dann ist das auch nicht viel. Man kann sich zum Beispiel ein Baguette aus der Tiefkühltruhe holen, den hier warm machen. Und ja, Backofen, Ja, Backofen Tedford, oder Duplex. Genau. Und der ist weit genug entfernt vom Kühlschrank, weil wenn er zu nah am Kühlschrank ist, dann gibt es die Abwärme vom Backofen. Das heißt, der Absorberkühlschrank funktioniert dann nicht mehr. Und wir haben noch eine Dunstabzugshaube, ne? Falls man mal was zubereitet, was dann doch etwas müffelt oder ja, ein Steak, das hinterlässt auch so ein bisschen Geruch. Das Steak macht man auch draußen. Naja, aber wie schon erwähnt, es kann ja mal regnen und dann muss man drin kochen. Und dann hat man auch wenig Möglichkeiten, die Durchlüftung normal zu fahren. Weil wenn das Wetter gut ist und ich alle Fenster offen habe, dann bewegt sich ja hier keine Luft. Und genau, dann brauchst du keine Angst zu haben, das passt. Ja, von hier sieht's. Lass ja, einfach los. Alles optimal. Und dann Soft Close. Natürlich. Wow, also für den Preis knapp 130.000 Euro, das ist ja schon so von der Optik, von der Haptik würde ich schon behaupten, das ist Luxusklasse. Da würden andere Hersteller locker das Doppelte oder Dreifache für verlangen. Ne? So ist es nicht ganz. Ich sage mal, wir siedeln uns in der bürgerlichen oberen Mittelklasse an. Es gibt noch Oberklasse, klar, dann hast du auch ein paar Details weniger. Das ist dann also so von wegen, man sieht ja hier so Abdeckungen von den Schrauben oder sowas. Ja. Der Oberklasse hat sowas nicht zu suchen, aber allein für diese Arbeit sind natürlich noch mal extrem viele Stunden im Detail drin. Aber
Das ist auch ganz üblich in dem Bereich. Ich sage, wir haben eine grundsolide obere Mittelklasse. Aber mit einer wintertauglichen Ausstattung. Das heißt, wir haben hier einen doppelten Boden drin, den ich mal zeigen möchte mit Staufach. Doppelter Boden muss ja nicht ganz groß sein oder tief sein, weil je höher ich im Innenraum komme, desto höher werde ich im Gesamten oder ich stoße mir irgendwann mal in den Kopf an. Ja. Hast du Probleme mit dem Kopf? Ich sehe, du bist einen halben Meter größer als ich. Ja, ich bin ohne hohe Schuhe 1,75, mit Schuhen wahrscheinlich 1,80, aber auch hier habe ich eine richtig gute Stehhöhe, sodass auch Leute bis, würde ich mal sagen, 2 Metern können hier noch. Ja, so knapp drunter, das geht locker. Da hinten wird es ja ein bisschen enger. Wenn du jetzt Ja, im Schlafbereich gibt es eine Stufe, da ist es dann etwas tiefer, aber auch hier, Flo ist 1 Meter. Wie groß bist du? 1,76. 1,76, aber auch hier immer noch Platz nach oben und auch im Schlafbereich. Kann ich das Bett erweitern, wenn ich möchte? Natürlich, das nennt man ja jetzt Einzelbetten. Und wenn Flo das zeigt das ja schon gerade, wenn man es so rauszieht, dann wird es zu einem King-Side-Bett. Also ein Riesenteil, wo man auch eventuell, wenn man kurz ist, so wie ich, können hier 4, 5 Leute mehr schlafen. Ja, stimmt. Die Polsterstücke haben wir schon in der Heckgarage gesehen. Das heißt, die kann man dann einfach dazu nehmen und dann hat man eine riesige, schöne Liegewiese. Wir hatten eben das Thema Kleider, ne? Die hat man dann hier. Hier kann ich dann die Kleider reinhängen, beziehungsweise wenn jemand drauf liegt, kann ich sie dann hier wieder locker entnehmen aus der Tür. Super, perfekt. Und wir haben auch eine schöne geräumige Dusche. Also auch hier, ich drehe mal Ja, nur und jetzt hier oben. Und hat sogar ein Fenster, das heißt, wir können viel Wasser sparen, wenn es draußen regnet. In letzter Zeit. Ja, gestern hat es ja auch wieder geschüttet hier in Düsseldorf. Aber bisher war es ganz gut. Ah, und hier die Tür kann man einmal verschließen, um Genau, eben... und da habe ich meinen Spiegel. Und hier das Badezimmer, auch schön geräumig, schöner runder Spiegel, schöne moderne Formen. Gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Und der Spiegel ist ja auch wichtig. Also Ja. ein großer Spiegel ist immer wichtig. Den kann man ja hier so zumachen, da kann man sich auch hier ankleiden. Ja. Also meiner Frau ist auch mal das Allerwichtigste, es muss ein Spiegel drin sein. Was das für einen Motor hat, was das für ein Getriebe hat. Also es gibt immer so 2 Formen. Und natürlich, man kann den anderen auch noch mal schlafen lassen. Ich mache dich mal gerade hier weg. Und dann hat man dann halt hier sich noch mal abgegrenzt komplett im Bad. Super. Noch eine Sache, wenn du jetzt, wir haben eben noch vom Regen gesprochen. Wenn du da oben diesen Bügel runternimmst, kannst du mal den Genau, so da kann man rausklicken. auch mal nasse Jacken trocknen Exakt. lassen. Ne? Und die können auch ruhig abtropfen. Handtuchhalter oder natürlich die Jacken. Aber auch hier die Oberfläche finde ich richtig cool. So eine Betonoptik mit bisschen Struktur. Schön modern und schön sauber gearbeitet. Gut, dann gehen wir. Wir waren ja schon in der Küche, aber ich war ja so weit weg. Deswegen kann ich hier diese ganzen Geheimfächer hier gar nicht zeigen. Und natürlich haben wir hier einen Haken, aber hier drin haben wir auch nochmal einen Haken. Ah, ja, das heißt, der Putzlappen kann auch gut versteckt. Die Schubladensysteme sind von Hettich. Das ist eine sehr gute Marke. Und das erkennt man daran, wenn man hier die beiden hier so versucht. Man kennt das ja von den Ikea-Schubladen. Die sind ja so dünn. Und wenn da was ausläuft, dann sind sie direkt unten durch. Ja, dann hängen sie durch. Aber fass mal von beiden Seiten an. Ja, das ist dann auch wieder ein Qualitätsmerkmal. Merkst du, Ja, wie dick die sind? schön massiv. Ja. Genau, das ist Super. absolut massiv. Das hält eigentlich sehr, sehr lange. Auch hier Soft Close geht geschmeidig zu. Da gibt es auch andere Hersteller, die schreiben Soft Close drauf, aber es nicht oft Soft Ja, okay, Close man auch muss wirklich den drin. anderen Herstellern ja auch zusagen, hier auf der Messe altern die am Tag 2 Jahre. Ja, gestern Und- hatten wir auch Und ein Phänomen da. Der Kühlschrank, der ging schon gar nicht mehr auf, weil hier diese Schieber abgebrochen waren. Also die Besucher auf der Messe gehen leider nicht immer so umsichtig mit den Sachen ja, um. Ne? aber wie oft steigt man ins Wohnmobil ein und aus? Und hier steigen ja tagtäglich mehrere hundert ein und aus. Das heißt, die altern. Und heute haben wir ja Tag 7. Ja. Tag 7, Tag ja. 7.
Ja. Hier unten drunter hat man nochmal den Sicherungskasten, damit man den schnell findet und keine Leute aufstehen müssen. Finde ich auch eine gute Stelle. Und dann haben wir hier auch aus Metall, wie man hört, einen Öffner. Da ist die Satellitenschüssel. Den Fernseher haben wir natürlich nicht reingemacht, weil, wie schon eben erwähnt, der wäre vielleicht gar nicht mehr drauf. Aber der hat 2 TV-Vorbereitungen. Das heißt einmal im Schlafzimmer, einmal hier. Und ein 22 Zoll Fernseher gehört auch zur Serienausstattung. Super. Sowie natürlich die Satellitenanlage. Die gehört zu allen unseren Wohnmobilen dazu. Noch hier, wie geschmeidig das zugeht. Wow. Ja, das sind so kleine Details, die dann oft irgendwie, da merkt man, dass der Hersteller sich auch Gedanken gemacht hat. Und ja, noch so eine kleine Ablage für Gewürze und Co., die man dann beim Kochen auch mal braucht, dürfen natürlich nicht fehlen. Oder je nachdem vielleicht mal einen Tee oder Kaffee. Gut, wir gehen raus. Ja, machen wir. So, Finnlandia. Wenn ich dieses Fahrzeug jetzt toll finde und mir so einen bestellen möchte, ist das möglich? Selbstverständlich. Es ist nicht nur möglich, die Produktionsplätze sind auch schon von uns belegt. Wir haben es ja ganz einfach. Bei uns gibt es keinen, der sagt, ich möchte den Backofen nicht. Und dafür müssen wir dann die Schubladen nachbestellen. Also es ist keine Individualisierung möglich, weil alles drin ist. Das heißt, die Zulieferer sagen ja, die haben immer Maxi-Chassis, Maxi-Felgen, Automatik 180 PS. Also das Fahrzeug ist sozusagen in der Pipeline. Weil es ja keiner dazu kommt und sagt, ich möchte noch eine Markise haben. Und dann sagt man, oh je, woher holen wir uns jetzt die Markise? Ja. Dann steht das Fahrzeug da oder wird in der Produktion nach hinten verschoben. Nein, das ist so, wie es ist. Es ist alles drin und deswegen kommt der auch rechtzeitig. Super. Also Anfang des Jahres ungefähr könnte man damit schon rechnen. Und sag noch mal, wie man Kontakt zu euch aufnehmen kann. Einfach auf müllermotors.de gehen und dann hat man natürlich dort unsere Webseite und dann sieht man mich auch auf dem Foto und da kann man ruhig mich kontaktieren, entweder per Mail oder ja, Telefon, anrufen, kein Problem. Oder vorbeikommen. Wo seid ihr noch mal? In Königswinter, das ist in der Nähe von Bonn. Also, der Janosch steht euch zur Seite, wenn ihr euch für dieses Fahrzeug interessiert. Und ja, vielen Dank, dass du uns das gerne. gezeigt hast. Dankeschön, auch für dich. Danke auch fürs Einschalten, fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt ihm ein Like, kommentiert fleißig und nicht vergessen, abonniert German Television. Ja, Genau. vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Wir sind auf dem Caravansalon in Düsseldorf. Heute ist wir haben gesagt, der 7. Tag. Also Tag noch 7 nenne Tag ich den. 7. Tag 7, ja. Tag noch, 7. Noch 3 Tage haben wir vor uns. Und ja, die Besucher, ich weiß gar nicht, wir sind vor der Besuchszeit da. Ich spicke gerade auf Florians Uhr 20:09, gell? Eine halbe Stunde haben wir noch. Eine halbe Stunde haben wir noch, bevor die Besucher reinkommen. Deswegen nutzen wir die Zeit, bevor die Tore öffnen, um auch in Ruhe in die Fahrzeuge zu kommen. Denn hier will natürlich jeder auch das sehen, was ganz, ganz neu ist. Und hier haben wir zum Beispiel ein 2024er Modell, das ihr euch bestellen könntet. Ja, genug gequasselt. Danke fürs Einschalten und bis bald. Tschö.